Ich habe Pete eben einen Trick gezeigt. Okay. Georgie, wie machst du das immer? Gar nicht. Wann kreierst du das in deinem Kopf alles? Das ist Antipasti, das muss man nicht kreieren. Wie kann man in Frankreich ohne Baguette und Wein durch die Gegend fahren? Das ist ja ein Verbrechen. Wir wollen gleich noch ein bisschen wandern gehen. Georg, warum fährst du auf eine Fähre? Du steckst fest. Gib Gas. Georg, du hast eine Mission. Bring uns da raus. Das war deine Kackidee. Oh. Wir verlassen die französischen Alpen und begeben uns in Richtung Spanien. Aber weit gekommen sind wir erstmal nicht. Kleiner Zwischenstopp in der Boulangerie und Fromagerie. Kaufen wir mal ein bisschen Baguette und Käse, wenn wir schon mal in Frankreich sind, ne? Nach Gap wird bestimmt alles ausgesprochen in Französisch, aber G-A-P buchstabiert. Wir fahren hier durch wunderschönes Bergpanorama mit Flüssen und Bergen. Ich zeige das mal kurz. Ganz schön. Und Gap wurde zur Alpenstadt des Jahres 2002 gewählt. Muss also irgendwie schön sein. Wir werden uns das gleich mal angucken. Kurze Mittagspause. Georgie kocht uns wieder was. Es gibt Antipasti mit Hackbällchen und schönem frischem Baguette und Käse. Wir haben ein kleines Problem. Das Öl ist leicht eingefroren. Das ist dickflüssig wegen der Kälte. Deswegen habe ich das mal so auf den Grill gelegt. Eine Runde Öl auftauen. Man muss erfinderisch sein im Van. Anders geht das nicht. Georgie, wie machst du das immer? Gar nicht. Wann kreierst du das in deinem Kopf alles? Das ist Antipasti, das muss man nicht kreieren. Hat schon was Gutes, seinen eigenen Meisterkoch dabei zu haben hier. Jetzt zaubert hier aus irgendwelchen Zutaten, die er irgendwo in irgendwelchen Ecken versteckt hat. Ein kleines Festmahl. Angekommen in der Stadt Gap waren wir etwas ernüchtert von dem Stadtbild, aber zumindest war die Kirche ganz schön. Abends gab es noch einen Film mit ordentlich Fratzengeballer. Der nächste Morgen, nachdem wir an einem echt schönen See aufgewacht sind. Jetzt kaufen wir erstmal ein bisschen Obst und Gemüse, was aus der Region kommt. Georgie will, glaube ich, eine Kürbissuppe kochen. Und mal gucken, was wir noch so finden. Wir sind in der Provence angekommen und das merkt man auch gleich am Wetter. Hier sind die übelsten Frühlingsgefühle am Start, so zwischen Georg und mir, so, weißt du, so Knister. Bestimmt, ja, nicht. Nee, aber es riecht echt nach Sommer. Man geht raus und es riecht nach Sommer und es werden heute 16 Grad. Und wir sind ja gleich am Mittelmeer bei Marseille und werden uns erstmal schön in den Sand hocken und belegtes Baguette essen. Ich muss hier gerade nochmal einen Kommentar einstreuen. Also, Georg und ich haben festgestellt, dass man hier im letzten Loch, in der letzten Ecke in Frankreich überall LTE hat. Das ist faszinierend, wie die Abdeckung ist. Und das
Frankreich so. Hashtag Neuland. Ja genau, Hashtag Neuland, sag ich noch. Das ist nicht nur in Frankreich so, das ist auch in anderen Ländern. Das haben wir schon in Kroatien, in Slowenien und Italien und überall festgestellt. Der LTE-Empfang ist einfach Bombe. Außer irgendwie in Deutschland, da hast du das Gefühl, da fährst du ein Stückchen Wald und... Was sind das für Wichser, die hier die Müll aus dem Fenster werfen? Hat er gerade ausgebrochen? Ja. Ja, es kann nicht alles schön sein in Frankreich. Hier werfen Leute Müll aus dem Auto. Dafür ist der LTE-Empfang ganz gut. Man kann nicht alles haben. Marseille schien ganz hübsch zu sein, wir sind aber nicht wirklich reingefahren. Georgie zaubert uns noch ein Baguette für auf den Weg, das essen wir gleich am Strand. Yeah! Show a couple bands flexing on the Instagram, ain't nobody getting fans that way. Yeah, well you really dumb if you spending all your funds on some clothes and your tape need work. Yeah. Der kurze Aufenthalt am Strand hat echt gut getan. Das fühlt sich fast an wie Sommer. Es riecht auch nach Sommer, außer dass der kalte Wind da ist. Aber es war echt schön. Wir werden jetzt aber ein bisschen vom Meer wegfahren, ein bisschen in die Berge, nur 1-2 Kilometer, weil es sehr, sehr windig ist und es ist nachts ein bisschen unangenehm im Van. Und wir wollen gleich noch ein bisschen wandern gehen. Bevor wir losgehen, haben wir noch einen kleinen Supermarkt gefunden und Georg füllt unsere Wein- und Bier- und Baguette-Reserven auf. Das sind nämlich die 3 wichtigsten Nahrungsmittel hier in Frankreich. Wie kann man in Frankreich ohne Baguette und Wein durch die Gegend fahren? Das ist ja ein Verbrechen. Das ist ganz schön anstrengend. Aber immerhin ist es hier nicht mehr windig. Aber es geht ordentlich bergauf. Und wir haben eigentlich keine Ahnung, wo wir lang gehen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Es ist unglaublich. Eigentlich haben wir gar nicht nach einem Wanderweg gesucht und haben halt einfach auf diesen Wanderweg gefunden. Der Ausblick ist enorm. Wir waren jetzt fast ganz oben und laufen jetzt wieder runter. Es gibt Spaghetti. Georg, warum fährst du auf eine Fähre? Das fahren wir Fähre. Wir fahren nach Korsika. Richtig? Genau. Ab nach Korsika. Jo, ich habe aus Versehen eine Route mit Fähre ausgewählt. Habe ich das, oder hat Georg erst spät bei Google gesehen. Deswegen fahren wir jetzt Fähre für 10 Euro einmal darüber. Du steckst fest. Gas. Nach längerer Stellplatzsuche haben wir das hier gefunden. Wir stehen direkt an dem See und haben uns fast festgefahren. Aber sind wieder rausgekommen mit Allrad und so sieht das hier aus. Da hinten ist ein See. Und wir stehen direkt hier. Das ist der Wahnsinn. Oh, was hast du da, Georg?
Kleine Tart. Süße Tart. Wir machen jetzt die Nachspeise zur Vorspeise. Welchen sollen wir zuerst? Diesen hier? Yes. Oh, das schmeckt überhaupt nicht. Bisschen scheiße. Guten Morgen. Das ist Wahnsinn. Wir sind hier in so einem Naturparadies quasi. Man hört hier alle Tiere, Kraniche, Vögel auf dem See. Schön. Und die Luft, Wahnsinn. Und da hinten geht die Sonne auf. Okay, ich sollte mir was anziehen, das wird echt kalt. Georg, du hast eine Mission. Ja. Bring uns da raus. Dieser kleine Penner, der lässt mich nicht einsteigen. Kilometers from here, little beaches if you want to stop. Okay. See you later. Wir sitzen im Kanu. Überraschung. George, warum sitzen wir im Kanu? Ja, rechts war ein Schild. Ich habe gesagt, George, ich habe Bock auf Kanu fahren. Also sind wir abgebogen, haben uns kurz ein Kanu gemietet. Ja. Ja, Georg ist so spontan. Ich liebe ihn. Ja, jetzt fahren wir erstmal 12 Kilometer flussabwärts. Bei bestem Wetter, kurze Hose. Schön. Wir haben einen kleinen unerwarteten, nicht geplanten Stop gemacht. Wir nennen es Klein Monaco. Saint-Maurice? Genau, Ville de la Mer. Saint-Maurice de la Mer, okay. Und es ist ein richtig schöner touristischer Ort, aber wirklich schick. Viel Kleinstadt und Innenstadt mit Meer und Hafen. Der erste Sand zwischen den Zähnen in diesem Jahr, in 2020. Wer hätte gedacht, dass das schon im Februar passiert? Wahnsinn. Wir sind heute nicht weit gekommen. Hops. Vielleicht 10 Kilometer von unserem gestrigen Schlafstandort. Aber wir haben heute viel gemacht, viel geschafft und wir hatten keine Lust zu fahren. Und haben uns kurzerhand entschlossen, dass wir auf einem Weingut nächtigen heute. Kann man umsonst übernachten. Morgen machen wir vielleicht ein kleines Weintasting, nehmen wir 2-3 Flaschen mit und dann fahren wir erst weiter Richtung Südfrankreich nochmal oder Richtung Spanien. Und im Hintergrund sieht man die Weinreben. Und hier stehen wir heute. Es ist Wahnsinn, es ist gleich 6 Uhr und die Sonne, wie man sieht, ist immer noch nicht untergegangen.
Wir gewinnen jetzt jeden Tag 2 Minuten ungefähr. Wir sind ja ein Stückchen im Süden, das heißt nochmal ein bisschen später unter. Das ist ein schönes Gefühl. Auch wenn es nachts von den Temperaturen her noch wirklich kalt ist. Also so 4 bis 5 Grad. Ne? Aber morgen tagsüber 20 Grad. Das ist der Oberhammer. Da werden wir mit Sicherheit nochmal ans Meer fahren, irgendwo uns ins Sand setzen. Jo, und der Georgie kocht uns jetzt eine leckere Kürbissuppe. Mal gucken, was er wieder herzaubert. Erzähl doch mal, Georg, was machst du da? Okay. Ich habe Pete eben einen Trick gezeigt nur. Ja, so, und zwar. Kommt das online hier? Mhm. Nein, lieber bitte nicht. Lieber nein, danke. Zu spät. Da kann man nämlich, wenn man einen perfekt gewürzten Frikadelle oder Fleischbällchen haben möchte, kauft man sich einfach eine Bratwurst, irgendeine, die man gerne mag. Grober am besten und quetscht sich die quasi einmal so raus. Dann kann man das Brät nämlich perfekt positionieren und in die Pfanne rein. Guten Morgen. Nach einer schönen Runde Yoga bei 4 oder 5 Grad gibt es jetzt lecker Frühstück. Der Georg hat uns Pancakes gezaubert. Und ich esse noch ein Müsli dazu mit Kokosmilch. Und der Georg hat einen frisch gemahlenen Kaffee bekommen. Bevor es gleich weitergeht, an der französischen Küste entlang Richtung Spanien, sind wir noch kurz in den Hofladen reingegangen. Hier gibt es Wein und verschiedene andere Sachen, Honig, Bier und tatsächlich auch Reis. Frankreich oder gerade auch die südliche Region von Frankreich ist bekannt für Reis. Genau den zum Beispiel. Wussten wir gar nicht. Ist uns neu, dass hier Reis auch angebaut wird, aber ist recht bekannt die Region dafür. Interessant. Man lernt nie aus. Wir haben eine kleine Ausbeute. Ein Weiß, ein Rosé, ein Rot. Georgie sagt, damit kann man gut kochen mit dem Weißen. Mal gucken, ob das stimmt. Aber ich vertraue ihm da, wie immer. Und jetzt geht's weiter. Richtung Spanien. Kurzer Zwischenstopp an der Raststation. Wir entsorgen gerade unser Wasser, wie man im Hintergrund plätschern hört. Da ist es. Hier gibt es überall so Entsorgungsstationen. Da kann man kostenlos Toilette und Grauwasser ausleeren. Und auch Wasser nachtanken, so gut wie immer kostenlos. Echt praktisch. Übrigens, by the way, es sind 21 Grad. Mega T-Shirt-Wetter. Ich glaube, ich muss mich gleich mal in eine kurze Hose wagen. Wahnsinn. Wahnsinn. Kleines Picknick an Ort und Stelle. Wir parken hier. Da drüben wird geskatet. Und wir dachten, bevor wir jetzt nochmal weiterziehen und einen Platz fürs Übernachten suchen, erstmal noch ein paar Reste, weil zu wenig Platz im Kühlschrank. Und der Sonnenuntergang. Wir schlendern gerade durch die Stadt und üben uns in Get Lost. Einfach mal drauf los. Keine Ahnung, wo wir sind, keine Ahnung, wo der Van steht. Aber irgendwie kommen wir schon wieder zurück. Und Georg hat 2 Zitronen gemopst. Für uns ging es weiter entlang der Küste auf der Suche nach dem perfekten Stellplatz. Ich glaube, wir haben einen ganz coolen Stellplatz gefunden. Für heute Abend. Das war deine Kackidee. Oh, ist das schön.
ist mega nice. Das ist mega nice. Erste Mal Mittelmeer 2020. Wir haben den 23. Februar oder so, ne? Vielen Dank, dass ihr auch diesmal dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Au revoir.